es geht wieder um Atasata. Wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Genau, wir hatten letztes Mal über die Französische Revolution gesprochen. Und war wieder so schlau, mir hier keinen Vermerk gemacht zu haben, wo wir aufgehört haben, aber genau, hier lese ich hier weiter vor. Und zwar es geht ab Absatz 162. Wo liegen aber die eigentlichen Ursachen des Abstiegs der Menschheit in den letzten Jahrhunderten? Bösartig vernachlässigte der Mensch die Wahrheit der Schöpfung, ja, er leugnete sogar das Wirken der schöpferischen Gesetze und Gebote in sich selbst. Maßgeblich durch Religionen hochgetrieben, wurde er seiner Eigenherrschaft beraubt und unter die Fuchtel einer imaginären Gottheit gestellt. Seine Selbstherrschaft beraubt, suchte er einen Ersatz in einer eigenen Leistung. Eine zwangläufige Folge, denn überall dort wird der Drang nach einer eigenen Leistung wachgerufen, wo über eine Lebensform eine herrschende Kraft gesetzt wird, wenn diese Kraft auch nur imaginärer Art ist, wie im Fall der erstellten Gottheit. Eins ist noch, was liegt dem Menschen näher, um eine eigene Leistung zu vollbringen, wenn ihm das Wissen um die bewusstseinmäßigen Werte genommen und verboten wird, wie eben die Art des materiellen Schaffens, die Art des weltlichen und materiellen Fortschritts? Das ist die Religion. Ganz einfach die Religionen. Die Religionen haben es so weit gebracht, dass beim Mensch alle Sinn für das Zusammenschaffen mit Mitmenschen und Sorgen um den Mitmenschen und so weiter verloren gegangen ist. Die Religion ist darauf ausgerichtet, das wird natürlich nicht gesagt, aber das ist der Hintergrund, dass die Religionen gegeneinander aufgehetzt werden. Die Religion hat den Gott, dieselbe Religion hat den Gott und so weiter und so fort. Und dann kommen sie hintereinander, fangen an zu streiten miteinander, wegen der Götter, wegen der Religionen und so weiter und so fort. Und deswegen ist Unfrieden entstanden, Krieg entstanden. Menschen schlagen einander den Schädel ein, oder? Wegen der Religionen. Wegen dem Glauben, wo sie haben. Die Religion ist richtig, die Religion ist besser als die andere und so weiter und so fort. Und das muss automatisch, zur Streiterei führen. Es gibt keinen Konsens, oder? Zwischen den Religionen. Es ist nur Schein, Lug und Betrug, wenn etwas geredet wird miteinander in Bezug auf Religionen. Es heisst immer, wir sind richtig mit unserem Glauben, unser Gott ist richtig und so weiter und so fort. Selbst das Christentum und der Islam zusammen, obwohl eine Eingottheit herrschen tut im Christentum und eine Eingottheit herrschen tut beim Islam. Oder wo angeblich der gleiche Gott muss sein oder soll sein und so weiter. Gibt Streit, gibt Krieg, gibt Hass und so weiter und so fort. Und die einen Religionen gegen die anderen Religionen. Oder? Mhm. Und die Hauptreligionen, die wir haben, die 5 Hauptreligionen, ist ja keine besser als die andere, oder? Und dann haben wir noch unzählige Sekten und unzählige Ansichten und so weiter und so fort. Aber man geht nicht nach der Wirklichkeit, man geht nicht nach der Schöpfung, also nach der Natur, nach der Existenz von allem, was existieren tut, oder? Wo ja die Schöpfung ist, oder? Und nicht ein lieber Gott, wo irgendwo in einem imaginären Himmel existieren soll und sagt, Mai, wenn du nicht richtig machst,
dann komme ich oder tue Strafen und das ist einiger Blödsinn. Ja. Oder? Ich schmunzle so, weil ich stelle mir gerade vor, weil manchmal hast du auch so lange Antworten in den Kontaktberichten wie Quetzal oder Ptah dann hier sitze und du redest dann, das war alles gut gewesen, aber Ja. ich konnte mich so gut in ihre Situation reinversetzen eben. Das ist halt mein Metier von Kind auf. ja, natürlich. Es kommt mir alles einfach immer in sie, oder? Ja. Auch wenn ich andere Zeug vergessen tue, aber das vergesse ich halt nicht. Das ist meine Mission, das ist meine Aufgabe. Den Menschen sagen, was wirklich ist, was geworden ist. Ja. Oder? Ja, so als ob ich so ein kleines Steinchen vom Berg geworfen Ja, hätte. genau. Und dann geht's los. Da gibt's halt eine Lawine daraus, ja. oder? Ja. Aber meine Frage war so ein bisschen, dass man einen Ersatz in einer eigenen Leistung sucht. Und die Religion dich zwingt, aber drängt einen regelrecht zum Materialismus. Ja, das ist eine zwangsläufige Folge vom Glauben. Ich muss. Ja. Oder? Es ist überall bei der Religion ist immer ein Muss dahinter. Nicht in dem Sinn, dass der Mensch etwas machen soll aus sich heraus, wo er Interesse hat, das richtig machen, oder? Dass es zu einem wahrlichen Erfolg führen tut. Das wird einfach gestrichen, das wird in den Hintergrund gedrängt. Im Vordergrund ist immer der Glaube, du musst. Oder? Ja. Aber der Mensch, er soll nicht müssen, sondern der Mensch soll selber denken und das Richtige finden, oder? Und richtig handeln daraus raus. Oder? Selbstständig, ohne dass er ein Muss dahinter hat von irgendetwas, von einem Mitmensch oder eben eine Religion. Die Religion verlangt ja das, du musst. Oder? Und das ist verkehrt. Oder? Und wenn du das nicht machst, dann wirst du gestraft dafür. Oder? Und das ist nicht richtig. Richtig ist, dass der Mensch aus sich heraus, aus Selbsterkenntnis von der Sache, wo es darum geht, er richtig entscheiden tut und richtig handeln tut. Oder? Und dann sieht er selber, was der Erfolg daraus wird. Oder? Ja. Und das allein ist richtig. Ja. In allen Religionen ist halt der Gehorsam das Wichtigste. Ja, das ist überall Gehorsam, das ist ein Muss. Ja. Oder? Du musst hören, was ich sage. Du musst machen, was ich sage. Es ist überall muss. Ja. Es ist nie, du sollst. Ja. Du sollst also selber denken. Du sollst selber können entscheiden. Du sollst nach dem, was du entscheiden tust, handeln. Auch wenn es verkehrt ist oder richtig ist, das erkennt der Mensch dann und dann kann es, wenn es richtig ist, weiterfahren in dem. Wenn es verkehrt ist, kann er weiterfahren mit dem, zum Suchen, wie ist das, was ich machen soll, richtig. Ja. Oder? Nicht ein Muss. Ein Muss ist immer ein Zwang. Ja. Ja, mit dieser eigenen Leistung die Wahrheit zu suchen, ist ja auch eine Leistung. Natürlich. Und wenn das unterdrückt aber wird, dann versucht man eine andere Leistung zu erbringen. Richtig. Und dann geht das in diesen Materialismus. Richtig. Darum heisst es ja, du sollst. Ja. Oder? Der Mensch soll denken, nicht muss denken. Ja. Der Mensch soll handeln, richtig. Nicht muss handeln, richtig. Sondern wenn es Muss dahinter ist, dann ist es einfach immer verkehrt. Oder?
Es ist ein Soll, also ein Soll ist auf freiwilliger Basis, oder? Es ist ja kein Befehl. Man sagt, man soll das und dieses und jenes angehen, die Worte suchen zum Beispiel, oder? Das ist das Nächstliegendste. Und aus dieser Worte raus dann die Entscheidung treffen und die Entscheidung in eine Tat umsetzen, in eine Handlung. Ja. Aber da das eben von klein auf in der Regel Ja, eben. unterdrückt wird. Ja, das wird unterdrückt durch das, dass schon kleine Kinder werden schon, du musst. Ja. Oder zum Beispiel, du musst lernen. Das ist völlig falsch. Ja, dann hat man nachher keine Lust mehr zu lernen. Ja, genau. Ja. Also, Das kommt dann auch auf. Es soll so sein, dass der Mensch immer ein Soll vor Augen hat. Und ein Soll bedeutet eine Freiwilligkeit. Oder selber entscheiden, selber handeln und so weiter und so fort. ja. Die Montessori-Schulen, die versuchen eher die Kinder zu motivieren, Ja, selbst zu lernen, ja, richtig. anstatt das so zu Statt eben das Muss. Zwang. Ja. Ja. Und das Muss ist immer ein Zwang. Ja. Ja. Darum sollte man sich auch abgewöhnen. Es ist schwer, das zu machen, aber man sollte schauen, dass man das Muss nicht mehr braucht. Ja, in der Kommunikation, dass man Ja. sagt, du solltest das so und so machen, anstatt Ja. du musst das Ja. so machen. Ja. Das steckt aber ziemlich tief in uns Ja, drin. das ist verankert im Menschen, Ja. oder? Auch wenn es nicht von die Heime kommt, es kommt doch von der Schule her. Du musst. Ja. Oder normalerweise kommt es von den Eltern her. Du musst das und dieses und jenes machen. Du musst folgsam sein und so weiter und so fort. Ja. Oder? Ich lese einfach weiter. Diese einseitige Bindung des Menschen an die Materie musste es unzweifelhaft mit sich bringen, dass der geistige Teil in ihm völlig und bis zur Unkenntlichkeit verkümmerte und keine Beachtung mehr fand. Die Stimme des Geistes wurde unterdrückt und versklavt, gewissenlos und barbarisch. Doch konnte das nicht ungestraft geschehen, wobei hier jetzt ungestraft ist, nicht wie bei uns mit den Gesetzen, sondern einfach eine logische Ursache und ja, Wirkung. richtig. Ursache und Wirkung. Richtig. Denn in jeder, doch konnte das nicht ungestraft. Moment, mal schnell. Wenn man das lesen tut, was ich zum Beispiel geschrieben habe im Arahat der Sata rein, was dort zum Beispiel ist, das ist nicht als das verstehen, wie der Mensch normalerweise das eben versteht. Dass es ein Muss ist, sondern es sollte, es soll. Ja, Oder? Es Ja. muss immer als, das soll immer als das verstanden werden. ja. Du hast das ja auch zum Teil umgesetzt und unsere Sprache ist halt begrenzt, beziehungsweise auch wie wir Sprache interpretieren oder verstehen. Insofern ist es dann sicherlich manchmal auch schwierig, Ja. da den Ja, Sinn, das so ist wie es, du ihn genau. empfangen hast, umzusetzen. Genau, das ist es. Ähm, Aber du musst es so umsetzen, eben das musst du so umsetzen, da ist effektiv ein Muss dahinter. Da ist nicht ein Soll, sondern ein Muss. Aber ein Muss in dem Sinn, es ist eine Notwendigkeit, dass man es auf diese Art bringen tut. ja, Das muss, ja, oder? weil sonst nicht verstanden wird. Weil es sonst nicht verstanden wird. Ja. Doch konnte das nicht ungestraft geschehen, denn in jeder Lebensform pocht der Sinn schöpferischer Gerechtigkeit in Form eines Gewissens. Und durch dieses Gewissen wurde der Mensch in Not und Angst getrieben,
in die Zweifel des Unwissens, in die Zweifel dessen, was nun eigentlich die grundlegende und letzte Wahrheit verkörpert. Und da er die grundlegende Wahrheit nicht zu finden vermochte und noch heute nicht findet, so prägte sich in ihm eine neue Krankheit mit den denkbar bösesten Auswirkungen, die eine Lebensform zu befallen vermögen. Die Zerstörung der Psyche, die gleichlautend mit einer Zerstörung des Bewusstseins identisch ist. Ein Zeichen der Zeit und in seiner Form schlimmer und gefährlicher als die Vernichtung des Lebens durch eine Tötung. Ja, diese Zerstörung der Psyche. Mhm. Die Psyche gibt es ja im Grunde nicht, sondern ein Psychezustand. Es ist der Zustand. Man sagt aber, wenn du einem Menschen klar machen willst, um was es geht, dann musst du es direkt formulieren, so wie er das versteht. Wenn du sagst, die Psyche wird zerstört, oder? Dann ist es nur eine Beeinträchtigung von dem, wo bis zu einem gewissen Grad führen tut, wo es dann nicht mehr weitergeht. Du kannst nicht sagen, wenn Psyche zerstört wird, damit wird das Bewusstsein beeinträchtigt. Der Mensch kann keinen Zusammenhang schaffen mit dem. Oder? Ja. In Wirklichkeit ist es aber sehr weg, dass das Bewusstsein unterdrückt wird. Denn das Bewusstsein ist ja geschaffen aus der Schöpfungslebensenergie, ist ein Teil, wo geschaffen wird, wo der Mensch damit kann leben, wo er kann Verstand erarbeiten, der Verstand kann erweitern und so weiter und so fort, oder? Aber du kannst einem Mensch das nicht einfach so herrühren. Du musst es auf Umweg machen, oder? Das ist wieder so, dass dort ein Muss dahinter steht, dass es muss einen Umweg machen, ob du willst oder nicht. Dann nur auf diese Art ist es möglich, einem Menschen etwas zu erklären. Ja. Oder? Ja, und das Buch ist ja auch von 1975. Das war ja noch ganz, ganz am Anfang. Das ist ganz am Anfang. Und wenn du vom Psychezustand gesprochen hättest, hätten die das gar nicht verstanden. Nein. So. Und du hast das ja jetzt auch erst vor wenigen Jahren angefangen vom Psychezustand. Ja, das kannst du nicht von allem Anfang an bringen, aber einen Aufbau bringen, langsam. Ja. Und das braucht Zeit. Das braucht Bücher. Ja. Um jetzt von der Psyche zu sprechen, das ist im Grunde unser Denken, unser Fühlen. Richtig. Im Wesentlichen. Richtig. Das sind Gedanken vom Mensch. Das, was Psyche genannt wird, entsteht durch das, was der Mensch denken tut, was seine Gedanken sind, wie er die auswerten oder verkommen lässt, oder? Auswerten tut oder verkommen lässt, oder? Etwas Gutes macht daraus oder etwas Schlechtes macht daraus. Das heisst, positive Gedanken pflegen tut oder negative Gedanken pflegen tut. Und das gibt dann das, was man sagt, das ist Psyche. Psyche ist aber nichts anderes als das Denken vom Menschen. Oder? Das wird aber von der psychologischen Wissenschaft wird das nie gesagt, ganz im Gegenteil. Es wird immer von einer Psyche geredet, wo sie nicht erklären können, was das überhaupt ist. Psyche ist aber nichts anderes als das Denken vom Mensch in positiver oder in negativer Art. Und das merkt jeder, wie er dran ist, ob er gut dran ist oder schlecht dran ist, wo immer aus seinen Gedanken kommt. Was er aus der Umgebung macht, was auf ihn zukommt, was er erleben tut und so weiter und so fort.
je nachdem, wie er darüber nachdenken tut, in positiv oder negativer Art, ist das, was man sagt, ist Psyche. Ja, du hast Es ist nicht so, dass Psyche also organisch oder sonst irgendetwas, sondern es ist alleine das Denken vom Mensch. In negativer oder positiver Art und Weise. Ja, du hast es jetzt sozusagen konzentriert auf das Denken. Ja, Die Gedanken lösen ja Gefühle aus. ja. Und das spielt doch aber auch mit in den Psychezustand, oder nicht? Ja, das ist dann nachher das, Das ist was sich, Konsequenz. Das ist die was Konsequenz. die Essenz von Ja. dem, was der Mensch denken tut, ist das, was sich daraus ergeht tut, also positiv oder negativ. Und dem sagen wir dann einfach Psychezustand. Je nachdem, ob's gut ist oder schlecht ist, Ja, oder ist das Gefühl dann gut oder schlecht? Oder? ja. Und da tut der Mensch dann auch seine Empfindungen demgemäß formen. Er nimmt sie nicht einfach auf, die Empfindungen, sondern er tut sie auch selber noch formen. In gut oder schlecht. Ja, Und das ist dann das, was heisst, es ist Psychezustand ist gut oder Psychezustand ist schlecht. Aber das sagt dir kein Psychiater, weil er überhaupt nicht weiss, was Psyche ist. ja. Oder? Die gehen, weiss ich, wie viele Jahre lernen. Sie lernen aber nicht, was Psyche wirklich ist. Ja. Die haben da keine Ahnung. Kann man dann sagen, dass eben Depression oder Angstzustände, Panikattacken, dass Das kommt vom Denken her. von negativen Gedanken. Ja, richtig. Das ist ganz, ganz klar. Wie ist das bei Angstzustand kommt, weil negativ über etwas gedacht wird. Oder? Furcht. Der Mensch tut sich vor etwas fürchten, weil er sich Gedanken macht darüber und in diesen Gedanken alles untereinander bringt, schlechte Gedanken schaffen tut und so weiter und so fort. Genau. So wie bei der Angst. Entschuldigung. Wie schätzt du oder was würdest du sagen bei Burnout? Wie ist das da? Was heutzutage ja auch Das ist genau dasselbe. ist genau dasselbe. Nur, dass dort auf etwas Bestimmtes bezogen ist. Ah ja, wo dann Ja. so eine Zum Anspannung Beispiel, entsteht. wenn du ochsest am Computer rum, oder? Kommst nicht raus und so weiter und so fort, oder? Überlastest dich mit deinen Gedanken, oder? Kommst nicht mehr raus, kommst nicht mehr nach, kommst und so weiter und so fort. Und dann gibt's einen sogenannten Burnout. Und der Burnout ist auch nichts anderes als eine Überbordung von den Gedanken. Ja, es ist weniger negativ, als dass man sich auslaugt energetisch Ja, durch genau. zu viel Denken Genau. und Ja. zu angespannt auch. Ja, Ist, ja. Ja. Dem kannst du so sagen. Ja. Aber es sind wiederum Gedanken. Ja. Der Burnout ist nichts anderes als eine psychische Reaktion. Und eine psychische Reaktion ist nichts anderes als das, was man sagt, negative oder positive Gedanken. Mhm. Oder? Ja. Das ist das, was eigentlich Psyche ist. Ja. Das ist die Gedankenwelt vom Mensch. Ja, vielen Und Dank. für das muss man gar nicht gucken, jahrelang studieren, um das können zu verstehen. Ja, ist so offensichtlich. Ja, Ja, es wird mir jetzt sehr klar. ja. Weißt du, da legt es einen Haufen Geld aus, zum ein Studium machen, wo es gar kein Studium braucht. Man muss es nur verstehen, man muss begreifen, dass es wirklich von den Gedanken auskommt. Das braucht ja kein Studium dazu.
Ja. So manches Jahr völligen Unsinn. Ja. Gut. Ja. Ist klar. Ja. So ist das dann auch mit, Das frage ist- ich einfach weiter, wie ist das mit Schizophrenie zum Beispiel? Ja, Schizophrenie, das ist etwas ganz anderes. Ja. Wenn der Mensch schizophren ist, das ist, wo falsch, wie soll man sagen, eine Falschsteuerung, eine interne Falschsteuerung vom Gehirn. Dann ist das mehr ans Gehirn Ja, gebunden, das Problem. das ist gehirngebunden. Ja, Ja. Und das ist der Zustand, wo ausgelöst, so ein Zustand, wo ausgelöst wird durchs Gehirn. Weil falsche Reaktionen kommen vom Gehirn selber. Das ist genau wie Epilepsie. ja, Oder? da ist klar. Ja, Ja. das ist rein organisch. Das ist rein organisch. Ja, Das ist nicht gewollt durch Gedanken erschaffen, sondern durch Informationen, wo das Gehirn sich selber gibt. ja, Oder? ja. Ja, sehr interessant. Das ist, Ja. wie zum Beispiel Alzheimer. Das ist Momente, wo also, ja, wie soll ich sagen? Ich sage dem einfach Momente, wo stattfinden im Gehirn hinein, wo lahm werden, wo handlungsunfähig werden und dann nicht mehr durchdringen tut. Wie eine Leitung, die es verstopfen tut. Ja, wie so Verkalkung. Ja, wie eine Art der Verkalkung. Mhm. Ja. Das ist das, was dann kommt, Alzheimer und so weiter und so fort, oder, wo der Mensch vergesslich wird, weil die Organe nicht mehr das schaffen können, was sie eigentlich schaffen sollten, oder? Ja, Genau wie beim restlichen Teil vom Körper, wo nicht gehirnmäßig ist, oder? Wo zum Beispiel Muskeln sind oder Arterien, wo und so weiter vom Körper, wo einfach verkalkt werden oder handlungsunfähig werden und so weiter und so fort. Genau dasselbe passiert im Gehirn. ja, Nur beim Gehirn hat es andere Wirkungen als im restlichen Teil vom Körper. Oder wo zum Beispiel in einem Hand oder in einem Arm handlungsunfähig wird oder handlungsschwach wird oder und so weiter und so fort. Genau dasselbe passiert im Gehirn. Da wird eine Wissenschaft betrieben von einer Sache, die sie überhaupt nicht verstehen. ja, Wie das wirklich zusammenhängen tut. ja. Oder? Weisst, die Wissenschaft sind auf das aufbauen, auf das, was sie können körperlich, organisch feststellen, aber nicht einen Serweg feststellen, woher das eigentlich kommt und wirken tut, was jetzt das Gehirn anbelangt. Auf den Körper, auf Körperorgan und so weiter, auf Körperleitungen, wenn man so was sagen, auf die Arterien und Venen und so. Da können sie sagen, das kommt von dem, von diesem, von jenem her. Da haben sie sicher weite Fortschritte, wo sie können draufgreifen, wo sie können erklären, wie, was, wo und wann. Aber nicht beim Kern. Sie gehen von etwas völlig Falschem aus. Oder? Ja, das wäre meine nächste Frage. Bei Demenz zum Beispiel habe ich manchmal den Eindruck, dass da eben so eine Art Verkalkung ist. Eben ja. Aber das ist ja auch- das von dem, wo wir reden, oder? Ja, aber von auch- Demenz und
Ja, Weißt, sie gehen Das- von völlig falschen Voraussetzungen aus. Sie meinen, sie wissen alles. ja, Dabei wissen sie überhaupt nicht. naja, die pharmazeutische Industrie hat natürlich nur an Dingen Interesse, wo sie Geld mit verdienen können. Richtig. Ne? Und wenn sie es alles aufs Physische schieben, Psychopharmaka, kann man halt viel Geld mit Ja, verdienen. genau. Das ist es. Es wird Geld gemacht damit. Genau. Genau so wie Psychiatrie nur eine Geldmacherei ist. Ja, ja. Bis auf Es die braucht, der wenigen, Mensch die braucht, gut der, sind. der Mensch, wenn er richtig denken tut. Also, wie man sagt, ein richtiges Denken, ein positives Denken, so wie es notwendig ist, da braucht der Mensch keinerlei Psychiater. Ja. Der Psychiatrie ist eine völlige Idiotie. Ja. Die wissen nicht, von was sie reden. Ja. Ja, manchmal jeder hat mal eine Lebenskrise. irgendwie. Ja, natürlich. Und da ist gut, wenn man jemanden hat, den man um Rat fragen kann. Ja, natürlich. Aber ja, man Da muss ja nicht braucht jede es keinen Woche hinrennen. Psychiater dazu. Ja, brauchst nicht jede Woche hinrennen. Ja. Du musst dich dann an das halten, was der dann sagt, wenn es Ja. eine weise Person ist. Aber das wird nicht gemacht. Ja. Weil das, was der Psychiater sagt, sowieso eine Idiotie ist. Ja, in den meisten Fällen, ja. Ja. Er sagt dem Menschen nicht, was er wirklich machen muss. Dass er muss aufgeklärt werden, was Gedanken sind, was Gedanken bewirken, dass sie Gefühle erzeugen und Emotionen alleine eine Sache ist, wo durchs Denken stand tut, oder? Und so weiter und so fort. Oder? Ja. Genau, nochmal Demenz. Manchmal habe ich allerdings schon den Eindruck, dass Leute, die sich zum Beispiel, wie man so sagt, geistig jung halten oder bewusstseinsmäßig sozusagen immer sich fordern, Ja. mit neuen Inhalten was lernen, vielleicht auch noch eine Sprache lernen im hohen Alter. Ja, Also das zum kommt Beispiel- aber wieder mit der Gedankenwelt zusammen. Ja, das Das sind wieder positive Gedanken. ja, und dann seltener zum Beispiel Demenz auftritt. Als Leute, Ja. die eben nur Ja. verblöden vor der Glotze hängen, Ja, so wie sie in Rente gehen. ja. Es ist Und- es sehr weg. Ja. Es schlägt eben, wenn das Gehirn nicht gebraucht wird. Das ist auch etwas, was die Psychiatrie nicht lernen tut. Und die sich beschäftigen mit dem wissenschaftlich mit dem Gehirn und so weiter und so fort, die machen sich gar keine Gedanken darum. Je mehr dass sich der Mensch wirklich mit seinen Gedanken beschäftigen, umso weniger kann es passieren, dass er dement wird. Ja. Dement Das- sein bedeutet in der Regel, dass der Mensch zu wenig seine Gedanken braucht. In positiver Art und Weise. Ja. Nicht negativ Ja. Oder neutral positiv, wie du oder immer schreibst. neutral positiv. Ja. 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 Also sind das da zwei Faktoren, die zum Beispiel bei der Demenz damit reinspielen. Ja. Also da müsste man dann schauen, inwiefern ist es organisch und Ja. inwiefern Richtig. forderst du dich Ja, überhaupt? ja. Und je weniger dass der Mensch wirklich real positiv denken tut, sein Gehirn wirklich braucht zum Denken, umso mehr besteht die Gefahr, dass er eben hinten runterfällt. Und dann kommt das schlussendlich, wo man heißt, Altersverblödung. Ja, genau. Oder? Genau, und da ist dann oft, wo ich das Gefühl habe, Ja. ja, der tut ja auch, der nutzt den Muskel Ja, im Kopf nicht. richtig. Das ist dann Altersverblödung. Dem sagt man Altersverblödung. Ja. Das ist ein anderer Fall, wenn ein Gehirnschaden von außen entsteht, durch eine Verletzung oder
Gehirnerschütterungen und so weiter. Ja. Das kann da dazu führen, zur Verblödung oder eine schwere Gehirnerschütterung, eine leichte Gehirnerschütterung, je nachdem, was es ist. Eine Gehirnerschütterung ist immer Gefahr, dass irgendwo Blutgerinnsel, ja, ein Aneurysmus, Ja, so, genau. kann zum Tod führen. Ne? ja, Das, ja, auch Jahre später noch. ja, richtig. Wo wir jetzt dabei sind, wie ist das bei einer, weil das ist gerade ein großes Thema auch in der Psychologie, Psychosen. Ist das rein gedanklich wieder? Das ist rein gedanklich. Weil auch Megalomanie Größenwahn, Ist alles gedanklich. Ja. Heutzutage ist Narzissmus ja sehr. Ja, das ist auch gedanklich. Ja. Das ist alles, was sehr wegkommt, ist nur rein gedanklich. Ja, aber das Das ist, kann der Mensch anlernen von anderen, von Mitmenschen, oder kann es selber entwerfen, selber aus sich heraus entwerfen durch seine Gedankenwelt. ja, Ich bin der Größte. ja, Oder immer auf dem gleichen Level liegen bleiben, sich nicht interessieren für irgendetwas, nur immer im Gleichen studieren. hm, Oder? Weisst, wo man dann liegen bleibt, nicht weiterkommt, man lernt nichts dazu. Man ist unter Umständen nicht einmal willig zum etwas lernen und so weiter und so fort. Der andere, das Gegenteil, der kann sich hintersinnen, will zu viel verlangen von sich selber, ohne dass er weiss, es muss alles mit Maß und Ziel passieren. ja, Wenn es zu viel ist, dann kann der Mensch überschnappen, wie man so sagt. ja, Oder zu wenig, er kann verblöden. Oder? hm, Ja. Und das ist praktisch ein endloses Thema. ja, Das ist endlos. ja, Dann so viele Menschen, wie das gibt, so viel Unterschied sind vom einen zum anderen. ja, Es ist möglich, dass so und so viel in der gleichen Richtung denken, aber dann noch ist es differiert. Ungeheuer differiert. Auch wenn du gleich denkst, wie ich denke tue, oder? Gut und recht. Wir haben die gleichen Ansichten und so weiter, aber die sind trotzdem differiert. Ja. Es ist eine persönliche Differenziation, wo du beim anderen nicht ansiehst oder wo du mit der Zeit, mit den Jahren oder Jahrzehnten kannst drauf kommen, aha, das ist bei dem Menschen so und so, der denkt auf diese Art und Weise und so weiter und so fort. Oder genauso, wie du kannst dann das Gefühl vom anderen Menschen wahrnehmen, obwohl er dir nicht sagt, was in ihm vorgeht. Du kannst es aber wahrnehmen, was im anderen Menschen vorgeht, oder? Und so weiter und so fort. Dann ist unser Denken so individuell wie ein Fingerabdruck. Ja, genau. Genau, so ist es. Okay. Auch wenn das gleiche Gedanken ist, es ist immer differiert. Ja, In unzähligen Sachen differiert. ja. Also Nuancen. Wenn du sagst, ich bin glücklich oder ich sage, dann ist das Das ähnliche gibt Gefühl. hunderterlei, Ja. tausenderlei von Stufen. Ja, ja. Genau, es sind immer Variationen. Ja, genau. Ja. Mhm. Das ist, von Mensch zu Mensch ist das verschieden. Es ist nicht einer genau gleich. Ob es ein Mensch ist oder ein Tier oder ein Getier oder sonst eine Lebensform. Es ist genau gleich dort.
Auch wenn es Instinktdenken bei einer Tierform oder Getier ist, es ist auch dort differiert. Es ist nicht 100%ig gleich wie beim anderen Tier oder Getier oder Lebensform oder was es ist. Es ist immer differiert. Ja. Also, ja, man kann sagen, man kann weit läufig der gleichen Ansicht sein, oder? Aber es sind trotzdem Differationen da. Ja. Oder? Ja. Ja, so ist es. Ja. Gut. Ja. Der Sinn schöpferischer Gerechtigkeit in Form des Gewissens ist nicht zu vernichten und nicht zu töten, denn das Bewusstsein wird dieser Kraft niemals verlustig oder müde. Jetzt fällt mir gerade ein, wir hatten eben über die Psyche gesprochen, aber eben, dass auch dass das Bewusstsein auch zerstört werden kann, war noch davor. Das wollte ich noch fragen. Ja, weisst, wenn du das Bewusstsein von einem Menschen anschaust, es ist zwar aus der Schöpfungslebensenergie raus, aber es kann zerstört werden in dem Sinn, dass es überlagert wird mit Schlechtem, mit Bösem, mit Ausartigem und so weiter und so fort. Und dann sagt man, es ist dann zerstört worden. Okay. Dann das Bewusstsein ist grundsätzlich neutral. Oder? Es kann aber überlastet werden durch Negativität. Oder es kann überlastet werden durch Positivität. Oder? Und dann ist es in der Wirkung, nur in der Wirkung, ist es dann zerstört. Aber grundsätzlich besteht es weiter in Neutralität. Aber die Überlagerung, dem sagt man dann, es ist negativ überlagert oder es ist positiv überlagert. Es ist also zerstört. Ja. Oder? Und so auch mit der Psyche. Genau Das gleich. ist so, wie Gedanken sich dann Ja, wieder harmonisieren, genau. würde das dann auch wieder hervortreten, dieser Es ist gesunde genau gleich. Psyche. Man muss einfach die Worte, die Begriffe, die man hat, muss man überdenken und schauen, was wirklich dahinter steckt. Ja. Man darf, wenn man von einer Zerstörung von der Psyche oder einer Zerstörung vom Bewusstsein redet, dann ist es einfach eine Überlagerung von dem, was richtig oder was neutral ist. Es ist überlagert positiv, es ist überlagert negativ. Und dann funktioniert es nicht. Das, was neutral ist, das kann nicht mehr durchbrechen. Und dem sagt man, es ist einfach zerstört. Ja. Oder? Aber richtig wäre, dass man würde sagen, es ist eigentlich unterbunden. Ja. Oder? Aber das versteht der Mensch noch wieder nicht. Ja. Du musst also von Zerstörung reden. Ja. Oder? Du musst die Begriffe nehmen, zum erklären, dass der Mensch das versteht. Ja. Ja, durch die Überlagerung wird es dann die Ja. Psyche oder das Bewusstsein Ja. dysfunktional. Ja, dann ist das Neutrale ist nachher weg. Es ist überlagert vom anderen, vom Negativen oder vom Positiven. Und dem sagt man, es ist zerstört. Ja. Oder? Du kannst ihm nicht sagen, es ist jetzt einfach überlagert. Unter dem versteht er nicht und dem macht er sich auch keine Gedanken. Aber wenn du sagst, es ist zerstört, dann macht er sich Gedanken drum. Ja. Oder? Ja. Du musst immer die Worte nehmen, die maßgebend sind, dass der Mitmensch das, was du ihm erklären willst oder erklären tust, versteht, was drunter ist, was vorhanden ist
und so weiter, wie das wirklich funktioniert. Ja. Ja. Ja, dadurch habe ich ja auch angefangen, drüber nachzudenken. Es hat funktioniert. Ja, eben. Gut. Jetzt geht's zum Gewissen weiter. Ich lese nochmal vor den Satz. Der Sinn schöpferischer Gerechtigkeit in Form des Gewissens ist nicht zu vernichten und nicht zu töten. Denn das Bewusstsein wird dieser Kraft niemals verlustig oder müde. Genau, das Gewissen. Aber ich lese nochmal vielleicht noch den nächsten Satz. Das Gewissen ist das vom Mensch. Das ist auch wieder eine Neutralität. Und das wird wieder überlagert vom Positiven oder Negativen. Das Gewissen als Neutralität. Du lässt jeden Mensch einfach leben, nach seiner Art und Weise, wie er das einfach machen tut oder wie er das will und so weiter und so fort. Du kümmerst dich nicht um das, ist das gut oder ist das schlecht, ist das positiv oder ist das negativ. Du kannst ihm sagen, es ist negativ oder positiv, aber das Gewissen ist neutral. Es ist alles neutral im Menschen. Ich kommt immer darauf an, wie er es handhaben tut. Ob negativ oder positiv. Das Gewissen kann negativ sein, das Gewissen kann positiv sein. Überlagert. Ja. Positiv oder überlagert. Ja. Negativ. Ja, und eben, es kann überlagert sein vom Positiven oder Negativen. Ja. Wie bei allem und jedem. Ja. Also ich verstehe das Gewissen so, dass wenn ich was klaue, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, dass ich das nicht tun sollte. Eben, ja. Das ist wie so eine Der innere eine Stimme. Mensch, ja, der eine Mensch, der klaut. Wie du sagst, der klaut etwas, oder? Der macht sich ein schlechtes Gewissen daraus, der andere macht sich kein schlechtes Gewissen daraus. Oder? Er geht einfach übers Neutrale weg. Ja. Und das, was dann ist, positiv oder negativ, das ist wieder durch seine Gedanken geschaffen. Es hängt immer alles mit den Gedanken zusammen. Auch das Gewissen, das ist eine Sache der Gedanken. Ah, okay, dann ist das ein Ergebnis der Gedanken und nicht Ja. was Eigenständiges. Nein. Oh, dann bin ich ja. Das schafft der Mensch sich selber. Das Gewissen ist neutral. Ja. Und was daraus kommt, was gemacht wird daraus, das ist negativ oder positiv. Und das hängt also wiederum mit den Gedanken zusammen. Für das hat der Mensch eben das Gehirn, um das Negative, das Positive können zu bewerten, das negativ machen, das positiv machen. Das, was vorgeht, ist immer alles zusammen neutral. Ja. Es ist eine Idiotie, wenn es heisst, ja, das ist genetisch überliefert. Das stimmt gar nicht. Es hängt immer da oben. Ja, es muss ein Kind ja auch lernen. Ein Kind Ja. nimmt dir was weg und Ja. weiß nicht darum, dass es Ja. das nicht tun soll. Ja. Ja. Das, Da kommt irgendjemand nimmt dem Kind etwas weg und sagt, ja, das ist ja mir wurscht. Oder ich kümmere mich nicht darum. na, ich meine, Oder- ein Kind muss das auch erst lernen. Ja, das muss es lernen. Ja. Das hat kein schlechtes Gewissen, weil Ja. es noch nicht gelernt hat, Ja. dass es das nicht darf. Ja, eben. Es ist neutral. Ja. Eben. Und durchs Denken wird es dann unneutral. Oder? Ja. Wenn es ärgerlich wird, zum Beispiel, dass jetzt ihm das geklaut worden ist. Oder sagt, ja komm, es ist mir wurscht. Oder es bleibt neutral. Oder, ja, ist recht, hast du es geklaut. Ja. Also positiv. Ja.
Ja, wenn du in eine Diebesfamilie geboren wirst. Ja, Du hast gut gemacht. Ja. Das kommt darauf immer, Ja, was beim Mensch passieren tut. ja, Was er immer entscheiden tut. Es hängt immer von seinen Gedanken ab. ja, Es geht einfach nicht über Gedanken. ja. Und die Gedanken schaffen dementsprechende Gefühle. Und nach dem tut der Mensch dann handeln. Oder tut seine Einstellungen dem nach ausrichten. Es gibt Emotionen, negative oder positive Emotionen. Oder? Es hängt immer alles und jedes vom Denken ab. Du kannst schauen, wo du willst. Es ist alles und jedes ist immer bei den Gedanken. Allein das ist der Ursprung von allem und jedem. Ja, Und auch, ob er glauben tut, es hängt wiederum von seinen Gedanken ab. Ob er die Wirklichkeit sieht, so wie es tatsächlich ist, das hängt wieder von seinen Gedanken ab. Seine Gedanken bestimmen alles zusammen. ja. Was mir immer noch schwerfällt, ist, mir ist zwar klar, was ein Gedanke und was ein Gefühl ist, aber wenn ich das energetisch definieren sollte, was Ja, der das ist, Unterschied ja, zum das, Beispiel- wenn du Gedanken hast, dann entsteht eben das Gefühl. Und die Gefühl bestand unter anderem wieder nicht alleine aus Gedanken, sondern auch aus einer Kraft, aus einer Energie. Und Energie hat Kraft. Oder? Er kann also ein Mensch, wo irgendwelche Sachen, wo man ihm sagt, er kann es gedanklich, wie soll ich sagen, durchschaffen. Er kann wütig werden oder er kann fröhlich oder gut werden, ausgeglichen werden, je nachdem, wenn er dann seine Gedanken hat. Und da schafft Energie und die, sagen wir, das sind wiederum Gefühle. Und die Gefühle können sich wieder positiv entwickeln oder negativ entwickeln. Das passiert durch Gedanken, Energie und Kraft. Und da ist es möglich, dass der Mensch sogar geschüttelt wird von den Gefühlen. Dass er richtig geschüttelt wird. Und das ist alleine durch die Energie, wo Gedanken erzeugen und die Gefühle schaffen tun. Und das wirkt sich dann durch Kraft aus, oder? Wo eben der Körper zum Beispiel vibrieren tut oder schütteln tut oder und so weiter, je nachdem, wie das alles zusammen sich formen tut. Ja. Oder? Darum siehst du ja, Menschen, die gehen sofort in die Luft, wenn du ihnen irgendetwas sagst. Es wird nicht, man sagt schon, es wird nicht darüber nachgedacht. Es wird schon darüber nachgedacht, aber negativ. Dann gibt's sofort blitzartig Streit. Oder? Genau wie bei den Religionen. Du bist ein anderer Mensch als der Nächste. Du denkst etwas anderes über die Religion als der Seppelt über seine Religion. Und schon ein Wort genügt. Ja, Schon wird eine Aufwallung, eine gefühlsmäßige Aufwallung geschaffen. Oder? Und gefühlsmäßige Aufwallungen sind nicht nur ein sehr Weg, dass du die spüren tust, wie zum Beispiel eben Gefühle, die kannst ja du merken, die kannst du richtig gehend fühlen.
Oder? Aber was da oben geht, der Prozess, der da stattfindet, den kannst du nicht fühlen da oben. Der tut nur noch reagieren und tut Gefühl beeinflussen und dann passiert's, oder? Dann ist der Streit da, Mord und Totschlag. Und hast Krieg. So wird rund um die Welt Krieg hast. Und wenn irgend so etwas kommt, dann kommt sofort Gedanken von Hass, von Verteidigung und so weiter und so fort. Und das führt in die Endlosigkeit. Wenn du jetzt den Ukraine-Krieg nimmst, der ist jetzt 3 Jahre alt. Der Gleiche passiert im Nahen Osten. Jetzt hat weißt du, das hört nicht auf mit dem Gazastreifen. Jetzt tut Israel bereits Syrien bombardieren, noch in der Nähe von Damaskus und so weiter und so fort. Und fährt weiter in Libanon. Oder? Und auch Bombenabwurf im Gazastreifen. Aber man akzeptiert das. Die Welt akzeptiert es, tut nicht intervenieren. Aus Parteilichkeit, aus Gleichgültigkeit oder was es dann eben ist. Ja. Nochmal auf diese. Mir ist schon klar, der Gedanke kommt zuerst, bevor ein Gefühl entstehen richtig. kann. Der geht immer voraus. Das merkst du gar nicht, dass zuerst ein Gedanke läuft. Ja. Der Gedanke ist ja so schnell, dass du erst merkst, wenn Gefühle aufkommen. Ja. Der Gedanke kommt blitzartig. Ja. Und dieser Gedanke entspringt dem Bewusstsein oder der Schöpfungsenergie? Dem Bewusstsein, nicht wahr? Wenn ich jetzt einen Gedanken habe, ich muss jetzt zur Toilette. Das entspringt nicht dem Bewusstsein, nicht der Schöpfungsenergie, sondern das entspringt deiner Einstellung, die du hast. Und das ist wieder etwas anderes. Ja, was ist? Das, was du aufbauen hast als Einstellung, deine persönlichen Ansichten, die du hast über das und dieses und jenes, das ist in dir bereits abgespeichert. Das lernst du bereits von Kind auf, das aufzubauen in dir. Du hast die und diese und jene Ansichten, wo du schaffen tust, anhand von dem, was rund um dich geht in der Umwelt, wo du zu tun hast damit, wo du hörst, wo du wahrnimmst, aufnimmst und so weiter und so fort. Oder? Und da spielt das Bewusstsein damit. Dann du nimmst das ja bewusst auf oder unbewusst, oder? Je nachdem. Und das reagiert. Nicht das Bewusstsein reagiert, sondern das, was du aufbauen hast. Das ist wieder etwas völlig anderes. Der Gedanke, wo du pflegen und hegen tust, der kommt von dem, was du bereits gelernt hast. Oder gesehen hast, wahrgenommen hast und so weiter und so fort. Und das ist das, wo der Mensch reagiert auf das. Nicht das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist völlig neutral. Das ist nur die Energie, die dir gibt, das zu registrieren, das und so weiter und so fort. Aber das, was du reagierst darauf, ist das, was in dir innen ist. Das Baby fängt an zu brüllen aus dem Grund, weil es gelernt hat, nicht weil das Bewusstsein das sagt, was neutral ist, sondern das Bewusstsein hat ihm Kraft gegeben, um zu lernen, das, dieses und jenes. Und das Baby brüllt aus dem Grund raus,
zum Beispiel, weil es Hunger hat, oder weil es Durst hat, oder weil es die Hose voll hat, oder so weiter und so fort, was es realisiert hat. Und ja, auf das reagiert es, genau wie der erwachsene Mensch. Der erwachsene Mensch reagiert immer nur auf das, was er bereits da rein gespeichert hat. Und das ist etwas ganz anderes. Und man kann nicht dem Bewusstsein einfach Schuld geben. Das ist im Bewusstsein gespeichert. Das ist in deinem Gehirn gespeichert. Nicht im Bewusstsein. Das Bewusstsein ist eine neutrale Energie, die dir einfach Kraft gibt, dass du das überhaupt kannst speichern in deinem Gehirn. Es ist ein Gedanke, den du verwirklichst. Deine Reaktion ist ein Gedanke aus dem, was du gemacht hast, was du gelernt hast oder missgelernt hast und so weiter und so fort. Wo dir das Bewusstsein die Energie gegeben hat, dass du das hast können lernen. Und das, was du gelernt hast, das bringst du dann zum Ausdruck. Es ist nicht das Bewusstsein. Meine Frage kommt daher, im Buddhismus gibt es halt auch so eine Meditation, wo man ergründen soll, wo Gedanken herkommen. Und dann so wird dann halt die Leerheit beschrieben im Buddhismus. Ja. Weil man kann, ja, das kommt jetzt hier von dem und dem Punkt im Gehirn oder so. Das findet man nicht. Nein, das kannst du nicht finden. Das ist das, was du gelernt hast. Gedanken kommen von dem, was du gelernt hast. Positiv oder negativ. Jeder Gedanke kommt von dort. Was du gelernt hast. Und was du gelernt hast, kannst du auch wieder umlernen. Demnach würde sozusagen der Impuls aus dem Gehirn kommen. Richtig? Okay. Ja. Also was Dann, sozusagen... da oben ist, das ist auch nicht nur ein Kern, es ist nicht nur ein Organ, es ist zugleich auch ein Speicher. Mhm. Oder? Ja, und was da in dem Genau. Speicher abgelegt ist... Wenn du jetzt zum Beispiel ein Tonband hast, es gibt genau das wieder, was du auf das gespeichert hast. Ja. Und aus Gehirn gibt das wieder, was du bereits gespeichert hast. Nicht das Bewusstsein gibt's wieder. Das Bewusstsein ist nur der Energieblock, wo das fertig dir darlegen tut, was du kannst machen damit. Wo du die Energie nimmst, um das, dieses und jenes machen. Du kannst Tonband, das Tonband ist völlig neutral, aber das ist nicht mehr neutral, was du darauf speichern tust. Das sind deine Gedanken, deine Worte, deine Geräusche und so weiter und so fort. Das Tonband gibt nur das wieder, was dort gespeichert wird. Und so kannst du das Bewusstsein auch verstehen. Ja. Es ist ein völlig neutraler Block aus reiner schöpferischen Lebensenergie, wo wir glücklicherweise nicht sehen, oder? So schwören wir das anzapfen und Scheiß machen damit, oder der Mensch würde Scheiß machen damit, oder? Aber die Energie, die dort daraus rauskommt, aus dem Bewusstsein, die kannst du brauchen, um deine Gedanken zu machen. Und deine Gedanken, die tut's da speichern. Da. Im Gehirn. Und die tun sofort reagieren. Wenn du irgendetwas an dich herkommt und du bist derjenige, wo das da rein hat und das reagiert.
Okay, das war jetzt der Teil mit den Gedanken. Das ist jetzt mir klar. Und es wird auch nur im Gehirn abgespeichert oder was da Nur im Kern. nicht im Körper Nein, selbst? nein, nein. Nur im Kern. Ja. Wie ist das? Jetzt kommt. Und der Körper wird auch wieder gesteuert vom Kern. Ja, ja. Jetzt habe ich ein Gefühl, welcher Art auch immer. Ist das dann auch ein Impuls, der aus dem Gehirn Aus kommt dem Kern rauskommt. und löst dann Jedes physische Gefühl, Reaktionen das aus? du hast, kommt aus deinen Gedanken raus. Ob du das bewusst wahrnimmst oder nicht bewusst wahrnimmst. Ob deine Gedanken bewusst sind oder unbewusst ablaufen. Du hast immer die Möglichkeit vom Bewussten oder Unbewussten. Ja. Oder? Und so reagiert auch der Körper darauf. Ja, ich versuche sozusagen, was Gefühle sind, beziehungsweise das Energetische zu quantifizieren oder wie man das sagen will. Also, ich glaube, du hattest mal beschrieben, dass Gefühle eine physische Reaktion im Körper auslösen. Ja, richtig, ja. Zum Beispiel Liebe oder Hass. Das kommt aus dem Kern raus. Und das kannst du körperlich merken. In jedem Finger kannst du das merken. Wenn du dir achtsam bist und wirklich darauf schaust, kannst du das wahrnehmen. Das ist das, was der Mensch, sich der Mensch auch kann einbilden. Oder? Ich habe den und diesen und jenen Mensch gern. Ich kann ihn lieben. Und nach kurzer Zeit scherbelt es wieder, oder? Es ist allein eine Einbildung. Ja. Ja, das, Wiederum nur Gedanken, ja, das ist dann so oder? Scheinliebe. Ja. Und du kannst aber Gedanken sehr weg steuern, wie du denken tust, wie du auch denken tust, je nachdem positiv oder negativ, wo also die Liebe oder der Hass kann stärker oder schwächer sein. Oder? Je nachdem. Es kommt wieder darauf an, das hängt auch wieder mit dem Bewusstsein zusammen, mit der Energie, die das Bewusstsein dir gibt, dass du überhaupt kannst denken. Ohne Bewusstsein könntest du überhaupt nicht denken. Ja. Das ist die neutrale Basis. Ja. Wo die Energie fürs Gehirn auch dann herfließt. Richtig. Richtig. Und ursprünglich kommt es aus der Schöpfungslebensenergie. Ja. Okay. Ja. Genau. Dann sind Gefühle viel physischer als Gedanken. Kann das sein? Weil das diese körperliche Reaktion auch auslöst. Ja, sie sind, wie soll ich dir sagen, sie sind Gedanken, sie finden im Kern statt, Ja. aber sie haben eine Auswirkung auf den Körper. Auf den ganzen Körper. Ja, hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, wenn jemand depressiv ist, dass er eben Ja. negative Gefühle hat Ja. und auch physisch dann Ja, nicht eben, mehr da kann aktiv er sich auch physisch dementsprechend schlecht fühlen. Ja, und Oder er fühlt sich dementsprechend gut, positiv. ja. Ja, da sehe ich die Verbindung auch wieder zum Körper. Ja, genau. Aber bei Gefühlen scheint das physische, die Auswirkung Ja. physisch stärker zu sein noch. Ja, je nachdem, wie stark deine Gedanken dann sind, umso stärker. Das ist genau wie eine Maschine, wo du kannst steuern, durch das, dass mehr Energie zuführen tust.
umso schneller oder umso stärker tut die arbeiten. Oder? Wenn zum Beispiel das Beste ist, zum Beispiel das Auto mit dem Gas. Je mehr Gas du hast, umso mehr heult der Motor auf, umso schneller läuft das Auto. Ja. Oder? Je weniger du Gas gibst, umso mehr geht's retour. Und genau so funktioniert aber auch das Gehirn. Oder? Je mehr du im Stoff gibst, um zu lernen, um zu denken, so weiter und so fort, umso besser geht's mit allem voran. Da kannst du auch sehr viel für deine Gesundheit tun. Ja. Oder? Ja. Wenn du über Gesundheit negativ denkst, wenn es dir schlecht geht, oder, dann geht's dir halt schlecht, oder? Wenn du negativ darüber nachdenkst, oder geht dir immer schlechter und schlechter. Aber wenn du positiv denkst, dann geht's dir trotzdem gut, oder? Ja, es tut dir das und dieses und jenes weh, aber es geht wieder vorbei, oder? Und dann steigst du wieder hoch auf und bist wieder zu oben. Ja. Ja. Ja, und ich glaube, wir hören es langsam. Ja. Wir haben jetzt 1,5 Ja. Stunden. Ja, vielen Dank. Ja. Gut.